Ihr lieben Widder, hier gibt es eure Botschaft für das Kollektiv der Widder. Die Nachricht ist zeitlos und soll euch dann eben was sagen, wenn ihr sie entdeckt. Und ich lasse die Karten nur springen und gebe dir weiter, was ich sehe. Ich sehe in der Mitte bei dir, also als Ausgangspunkt irgendwie, dass du ein bisschen im Nebel stehst, dass es Dinge zu klären gibt. Vielleicht hast du auch viel Kommunikation, die dich im Unklaren stehen hat lassen, oder wartest auf irgendwelche Nachrichten, die aufklärenden Charakter haben. Es kann hier speziell um die Finanzen gehen, Klärung von finanziellen Dingen. Vielleicht geht es hier auch um Geld für deine Kinder oder Geld, das du mal verliehen hast oder wo du jemandem aushelfen darfst. Jedenfalls geht es um eine klärende Situation, die so für dich verläuft, dass dir dein Geld auch treu bleibt. Hier hast du schon die Klarheit, also es wird aufgeklärt, es steht auch unter einem guten Stern. Bleib dir selber sehr loyal beim Umsetzen deiner Dinge, kommuniziere klar auch, was du brauchst. Hier schwelgen irgendwie im Hintergrund auch so ein bisschen Suchtdinge mit, Abhängigkeit, Unabhängigkeit. Und es sind hier Wege zu gehen, Entscheidungen zu treffen. Diese Wege, die hier kommen oder die Chancen, die dich ereilen, gerade auch im finanziellen Bereich oder wenn du irgendetwas mit Kollegen oder Kindern hast, was mit dem Thema Geld zu tun hat, die sind noch nicht so ganz greifbar. Ne? Dazu musst du noch ein bisschen mehr aufklären, klar kommunizieren, vielleicht auch Nachrichten ab- oder erwarten. Das heißt, in dieser Zeit, wo du wartest auf Antwort, kannst du nichts tun. Hier liegen auch noch Dinge im Verborgenen. Also das ist das, warum das Ganze für dich noch nicht so richtig auf den Weg kommt. Da kommt noch mehr an die Oberfläche. Das ist ja alles ein bisschen geheimnisvoll. Vielleicht hält sich auch jemand bedeckt und sagt dir nicht alles und deshalb geht es für dich nicht weiter. Und du wirst Dinge unternehmen, dieses, ich nenne es jetzt mal, was im Verborgenen liegt, zu öffnen, damit du deine Entscheidungen treffen kannst. Kann hier speziell natürlich auch um Verträge gehen oder so, ne? Spezielle Verträge. Und hier unten haben wir dann den Umbruch und dass das, was jetzt im Verborgenen liegt, sich lüften wird. Denke daran, hier ist noch das Außen, das hier sehr viel Konflikt mitbringt. Also Sachen, für die du nichts kannst, sondern die einfach so in dein Leben kommen. Wie nimmt man dich wahr? Wie nimmst du die anderen wahr? Wo hältst du etwas hinterm Berg, was eigentlich gesagt werden müsste? Ja, und hier kommt auch irgendwas, was Verzögerung mitbringt, ne? Weil eben nicht alles an der Oberfläche ist, was du an Wissen benötigst. Bei dir geht es unter Umständen um Partnerschaften, um Seelenpartner, um Beziehungen, um Ehe. Seelenpartner sind für mich immer die, zu denen hat man so ein spezielles Gefühl, zu denen hat man auch, oder mit denen hat man eine spezielle Aufgabe. Die Schwingung ist da anders wie zu sonstigen,
ich nenne es mal Freunden oder so. So, da ist eine Intensivität, die sich mit den Fischen natürlich hier auch in einer bestimmten Emotion abzeigt. So, dann haben wir, dass du hier Schritt für Schritt ein bisschen Umbruch kriegst, der dich runterkommen lässt, also wo eine Energie kommt, die dir es ermöglicht, einen Gang runterzuschalten. Und wir haben hier die Lupe, ne? Das würde sich doppeln. Hier liegt etwas im Verborgenen, schau genau nach, was du da noch an Infos brauchst, damit du für dich Entscheidungen treffen kannst und aus dieser Stagnation oder wo es nicht weitergeht, Schritt für Schritt auch rauskommen darfst. Hier sind einige gefallen für dich. Zunächst mal aus dem familiären Umfeld die Brüder und Schwestern. Natürlich, wenn du Mutter bist, hier hatten wir ja den Sohn zum Beispiel, betrifft es auch deine Kinder. Oder wenn du Vater bist, betrifft es deine Kinder. Oder aber eben deine Brüder und Schwestern. Wo man vielleicht dieses Thema mit hat, mit anderen auskommen, ne? Du wirst bald sehen, dass die Dinge sich positiv verändern, etwas wird sich verabschieden, etwas Neues wird entstehen und du darfst hier mit Neugier auf ein neues Projekt zugehen. Also wieder dieses kindliche, unbefangene Ding leben. Das Entzücken auch zu haben, dass etwas dich mal wieder total interessiert. Oder wo du mal total dein Herz öffnen kannst. Ja, hier haben wir den Waldmeister. Der berauscht die Sinne und weckt die Geister. Du darfst hier gewiss sein und erkennen, dass das Unsichtbare genauso wirklich ist wie das Sichtbare. Finde ich sehr passend hier mit dem Buch, ne? Nur weil etwas nicht rauskommt oder nicht gesagt wird, heißt es nicht, dass es das nicht gibt, ne? Oder dass man vielleicht auch Dinge hat, die man anderen nicht zutraut, dass man selber etwas versteckt und damit denkt, wenn ich so tue, als gäbe es das nicht, dann gibt es es auch nicht. Und wir haben die Haselnuss für dich. Die Schleier lichten sich. Also du kommst ja diesem Geheimnis oder dessen, was du wissen musst, auf jeden Fall auf die Spur. Guck mal, hier hast du Hallo und Lebewohl, hier hast du den Sarg am Ende als Transformation und der Sarg zeigt dir hier an, dass eine schwere Phase für dich zu Ende geht. Du wirfst Ballast ab. Besser kann es gar nicht sein. Also eine Erleichterung kommt. Hatten wir hier mit Slowdown auch, ne? Ihr Lieben, wieder, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich drücke euch und bis bald.